Der zweite Teil der Race-Based-Tutorial-Reihe dreht sich um die erste Veranstaltung, die Nennung zur Veranstaltung und das Zuordnen der Reifen zu der entsprechenden Nennung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial von RaceBase. Nachdem wir beim ersten Tutorial ja uns mit den grundlegenden Einstellungen beschäftigt haben, werden wir uns nun heute auf das erste Rennwochenende vorbereiten. Vorab möchte ich euch gerne auch auf die Wiki-Seite von RaceBase hinweisen. Unter wiki.racebase.info findet ihr die vollständige Erklärung zu RaceBase, alles was ihr darüber wissen müsst, die komplette Referenz, was jeder Klick auf jedem Button bedeutet, könnt ihr dort nachlesen. So, wie beim letzten Mal haben wir ja den Günther angelegt, unseren BMW, mit dem wir jetzt auch bei der ersten Veranstaltung antreten wollen. Dazu sei gesagt, dass es bei RaceBase schon jede Menge Veranstaltungen gibt, die wir eingetragen haben. Es lohnt sich also zuerst hier mal reinzugucken, ob vielleicht eure Veranstaltung schon dort ist, dann braucht ihr sie nicht noch zusätzlich hinzufügen. Wir wollen das jetzt aber der Übung halber mal machen. Und zwar klicken wir dazu hier auf das Pluszeichen und dann öffnet sich das Fenster Veranstaltung hinzufügen. Hier tragen wir jetzt den Namen der Veranstaltung ein. Da es sich bei dieser Veranstaltung um einen Trackday handelt, heißt er auch Trackday Nürburgring. Dann gibt es hier diesen Schalter Privat. Wenn ihr hier mit der Maus drüber fahrt, dann seht ihr auch eine kleine Erklärung dazu, was dieser Schalter bedeuten soll. RaceBase versucht, möglichst viele Veranstaltungen darzustellen. Und natürlich ist das auch ein großer Pflegeaufwand, der damit verbunden ist. Wenn ihr nun, weil ihr an einer Veranstaltung teilnehmt, diese Veranstaltung eintragt, dann ist es natürlich äußerst hilfreich, wenn vielleicht andere, die auch an dieser Veranstaltung teilnehmen, diese Veranstaltung mitbenutzen können. Deswegen ist dieses Feld da. Ihr könnt damit Veranstaltungen als privat markieren, dann wird sie auch niemand anderem zur Verfügung gestellt. Wenn ihr den Haken weglasst, bekommen wir bei RaceBase eine Information darüber, dass ihr eine Veranstaltung hinzugefügt habt und wir prüfen dann, ob die von euch eingegebenen Daten richtig sind, ob es diese Veranstaltung gibt, ob die Zeiten stimmen, auch der Sessions, die dazu sind. Und geben die Veranstaltung dann im Nachhinein frei für alle anderen auch. Da ist so ein kleiner Community-Effekt dabei und das wäre also ganz nett von euch, wenn ihr diesen Haken nicht setzt, also die Veranstaltung nicht als privat markiert. Dann wählt ihr hier die Rennstrecke aus, auf der das Ganze stattfindet. Das ist jetzt bei uns, wie gesagt, der Nürburgring und die Streckenversion, auf der das Ganze stattfindet. Das soll die Grand Prix-Strecke in der Sprint-Version sein. Ihr habt hier, das ist ja die Besonderheit von RaceBase, die, glaube ich, auch einzigartig ist, die Möglichkeit, zwei verschiedene Streckenversionen bei einer Veranstaltung auszuwählen. Wie gesagt, der Hintergrund ist die VLN, NLS, 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, wo man eben die Möglichkeit hat, eine ganze Runde zu fahren, also Grand Prix inklusive Nordschleife, oder schon nach der Grand Prix-Strecke wieder zurück in die Box zu kommen. Und um das abzubilden, gibt es eben die Möglichkeit, hier eine Streckenversion und eine kurze Streckenversion auszuwählen. Wenn eure Veranstaltung keine kurze Streckenversion hat, lasst ihr einfach die Streckenversion kurz auf keine Kurzstrecke stehen und damit ist das Thema dann auch erledigt. Damit sind eigentlich auch schon die ganzen Eintragungen fertig, die für die Veranstaltung selber gemacht werden müssen. Was ihr aber jetzt hier an dieser Stelle gut machen könnt und was wir auch empfehlen, dass ihr es macht, ist, dass ihr auch die verschiedenen Sessions, die es bei dieser Veranstaltung gibt, eintragt. Aus dem Grund, weil es insgesamt einfach etwas übersichtlicher ist und auch etwas komfortabler, als wenn ihr das in der Session-Übersicht machen würdet. Deswegen tragen wir jetzt hier das freie Fahren ein. Ich bin jetzt mal faul und wähle das einfach aus, weil ich es schon mal eingetragen habe. Die Veranstaltung wird sein am 27.09.2021 und zwar ist das freie Fahren von morgens 9 bis
11 Uhr. So, damit ist die erste Session gesetzt. Jetzt könnt ihr hier noch eine weitere Session hinzufügen, je nachdem, wie viele Sessions ihr habt. Das macht jetzt bei einem Trackday zwar nicht sehr viel Sinn, aber nehmen wir an, es gäbe auch noch ein Qualifying. Dann könntet ihr hier im Session-Typ halt zwischen freiem Training, Zeittraining, Rennen unterscheiden. Das Ganze hat auch einen kleinen Effekt. Und zwar im Zeitnahmemodul wird je nachdem, um welche Session es sich handelt, davon ausgegangen, dass es eine offizielle Zeitnahme gibt, von der ihr die Rundenzeiten direkt abschreiben könnt, während das beim freien Training ja häufig nicht so ist, weil keine Zeitnahme stattfindet und man deswegen die Rundenzeiten mitstoppen muss. Deswegen macht es schon Sinn, hier den richtigen Session-Typ auszuwählen. Ich sage jetzt hier einfach, der fängt um 12 Uhr, das Qualifying fängt um 12 Uhr an und hört um 12.30 Uhr auf. Und dann gibt es natürlich anschließend auch noch sein Rennen. Und das ist beginnt um 14 Uhr und ist um 15 Uhr zu Ende. So, wenn ihr das eingetragen habt, dann könnt ihr einfach hier unten auf Veranstaltung hinzufügen klicken. Und dann seht ihr schon, dass hier der Trackday im Nürburgring mit den eingegebenen Daten und der Strecke eingetragen worden ist. Und gleichzeitig, wenn ihr hier auf die Sessions klickt, ist diese Veranstaltung auch hier angelegt. Hier sehen wir sie mit den 3 Sessions, mit Beginn und Endzeiten, genauso wie wir es haben wollten. Die Besonderheit ist jetzt, bei einer privaten, also eigenen Veranstaltung, könnt ihr jetzt hier auch noch weitere Sessions hinzufügen. Bei bei Veranstaltungen, die von Racebase selber allen zur Verfügung gestellt werden, könnt ihr das eben nicht. Deswegen fehlt hier diese Funktionsspalte bei NLS 8 zum Beispiel, damit ihr nicht Veranstaltungen löscht oder Sessions verändert, an der auch andere Menschen noch teilnehmen wollen. Gut, wenn ihr das gemacht habt und hier alles geprüft habt, dann sind wir eigentlich schon soweit und können das Fahrzeug nennen auf die Veranstaltung, also auf den Trackday. Das muss man sich eben so vorstellen wie im richtigen Leben auch. Ihr meldet das Fahrzeug zu der Veranstaltung an. Und das machen wir hier unter Stammdatennennungen. Hier ist noch gar keine Nennung drin, deswegen legen wir eine an. Und zwar legen wir die an, indem wir auf das Plus klicken, wie immer. Und in dem folgenden Fenster werden jetzt diejenigen Veranstaltungen nur noch angezeigt, die in der Zukunft liegen. Es macht halt keinen Sinn, eine Nennung für Veranstaltungen in der Vergangenheit anzulegen. Jetzt wählen wir also hier unseren Trackday Nürburgring aus. Das Fahrzeug ist der Günther. Wir haben ja auch noch kein anderes Fahrzeug. Die Startnummer vom Günther wird die 123 sein. Der Tankinhalt ist wie im ersten Kapitel schon besprochen, wird automatisch übernommen aus den Fahrzeugdaten. Und wenn jetzt hier im Reglement zum Beispiel nur die Möglichkeit bestünde, 50 Liter zu tanken, dann könnte ich jetzt hier den Tankinhalt manuell auf 50 Liter verändern. In den nächsten beiden Feldern gebe ich jetzt den Spritverbrauch an, den ich pro Runde erwarte. Das ist beim Günther, werden das sein 2,1 Liter pro Runde. Spritverbrauch in der kurzen Runde gibt es keinen, weil wir ja keine Kurzstreckenversion haben. Gleichzeitig legt ihr jetzt hier unter dieser Nennung für das Fahrzeug auch noch die Fahrer an, die euch ja hoffentlich bekannt sind. Der erste Fahrer ist der Wilfried Schmitz, genauso wie es schon ausgefüllt ist. Und der zweite Fahrer ist der Max Schmitz. Die Funktionsweise hier bei den Fahrern ist die gleiche wie auch bei den Sessions. Wenn ihr aus Versehen einmal zu viel Plus gedrückt habt, also ich mache das jetzt hier mal, ich habe ja nur 2 Fahrer, es kann also gar kein dritter teilnehmen, dann kann ich den einfach hier durch ein Drücken auf das Minus wieder löschen. Wenn ich jetzt hier auf Nennung hinzufügen klicke, dann seht ihr hier die Nennung Trackday Nürburgring, unser BMW Günther mit der Startnummer 123, den Fahrern, Tankinhalt, Spritverbrauch. Alles ist da, wo es sein muss. Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Kapitel, das ich für heute besprechen will. Das ist das Thema der Reifen. Irgendwie ist das Reifenthema immer das letzte. Aber ihr könnt
glücklich sein oder ihr braucht nicht verzweifeln. Diesmal wird es nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Wir klicken also hier wieder auf das Thema Reifen und auch auf die Seite Reifen. Hier werden ja alle verfügbaren Reifen angezeigt, die es für den Günther gibt. Und jetzt stellen wir fest, dass wir für den Track Day ausschließlich die Michelin Medium Slicks verwenden wollen. Dafür wähle ich jetzt zuerst hier die Veranstaltungen aus und wähle hier auch wieder unseren Track Day Nürburgring. Und jetzt sehe ich in der Tabelle, dass gar kein Reifen mehr zugeordnet ist. Deswegen gehe ich jetzt hier auf dieses Zuordnen-Symbol, klicke da drauf. Jetzt sehe ich hier wieder alle Reifen, die ich am Track Day Nürburgring auswählen kann. Jetzt mache ich hier in die Spalte verfügbar den entsprechenden Haken beim Michelin Slick, klicke auf Reifen zuweisen und jetzt habe ich in der verfügbaren Reifenliste am Track Day Nürburgring den Michelin Reifen stehen. So, das war es auch schon mit dem, was ich euch heute zeigen wollte. Beim nächsten Mal wird es dann darum gehen, was ich mache, wenn wir wirklich unmittelbar zum Rennwochenende schreiten, wenn wir das Rennwochenende beginnen, wenn wir die Reifen kaufen, wie wir die anlegen, wie wir daraus Sets machen, wie wir die beschriften und wie wir anfangen, Fülldrücke in Reifen einzufüllen. Bis dahin, macht's gut, keep on racing.